Hi, ich bin's Rasmus und das hier ist die dritte Runde First Take Uncut Story. Vergangenen Sonntag gab's Cannonball von Damien Rice, eine Nummer, die ich genauso lange kenne wie Templegate Hotel, die Nummer von der Woche davor. Und die sind auch ganz eng miteinander verknüpft, denn das war 2004, als ich da in Irland war, wo ich Ned kennengelernt habe. Und es war so ein typischer Abend, wir hatten gekocht, sind dann ab in den Pub und haben uns irgendwie so 2, 3, 4 Guinness irgendwie genehmigt und eine gute Zeit gehabt. Und irgendwann so gegen Ende, fast schon als Rausschmeißer, lief plötzlich ein Song. Und wir guckten uns beide an und dachten so, wow, was ist das? Wer ist das? Wir kannten das nicht. Und dann ist Ned halt zum DJ hin oder wer auch immer da die Musik aufgelegt hat und hat gefragt, wer ist denn das oder was ist das für ein Song? Und er hat nur ganz groß geguckt und meinte, wie, ihr kennt Damien Rice nicht. Und so kam dieser Song, ja, der war damals, glaube ich, ganz groß gerade rausgekommen. Also war relativ frisch und wir sind gleich am nächsten Tag irgendwie beide in den nächsten CD-Laden da in dem kleinen Ennis, in den kleinen CD-Laden gelaufen und haben uns beide die CD gekauft. Dieses Wahnsinnsalbum O. Und beim Ned hat es, glaube ich, 2 Tage gedauert, bei mir dann eine Woche, weil ich mit der Gitarre ein bisschen länger gebraucht hatte, bis ich es konnte. Und dann haben wir ihn beide gecovert. Und seitdem ist der Song aus meinem Repertoire nicht mehr wegzudenken. So mit Damien Rice fing das auch bei mir an, sich langsam in eine Richtung zu entwickeln, so wie ich mich als Musiker gesehen habe irgendwie. Denn er hat mich schon sehr, sehr geprägt und so diese Art, Musik zu machen, einfach die Gitarre, dazu die Stimme und einfach die Seele und alle Emotionen und alles, was man hat, in diese Musik zu packen, egal was passiert. Das hat mich damals so komplett vereinnahmt und ja, wirklich überwältigt. Und das habe ich mir dann über all die Jahre immer mehr auch selbst zu eigen gemacht. Und so ist Damien Rice sicherlich auch einer der Künstler, die mich mit am meisten beeinflusst haben, die mich inspiriert haben, Musik so zu machen, wie ich es bis heute mache. Und dass ich bis heute die Straßenmusik so sehr liebe, hat sicherlich auch einen ganzen Anteil mit Irland und vielleicht auch Damien Rice zu tun, weil ich meine, dass auch Damien Rice jahrelang Straßenmusik gemacht hat, wie die meisten Iren. Und ja, so kam es zu Cannonball, Damien Rice. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Song letzten Sonntag und euch hat auch die kleine Geschichte dazu irgendwie gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, lasst es mich einfach wissen. Ich bin ganz am Anfang mit dem Format. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Dieses ganze Social Media ist komplett an mir vorbeigegangen die letzten Jahre. Und wenn ihr irgendwie Anregungen habt, bin ich euch dankbar. Also haut in die Tasten oder was auch immer und lasst mich wissen, was ich besser machen kann, um in Zukunft noch ein bisschen entspannter und schöner und interessanter diese ganzen Dinger zu machen. Aber ich glaube grundsätzlich dieses Konzept, immer ein Song und dazu die Geschichte, das macht mir zumindest Freude, so ein bisschen zu erzählen, woher das Ganze kommt und warum ich diese Songs spiele. Und ja, einfach Musik ist ja Geschichte und Musik ist das, was bestimmte First Take Uncut, ne? Leute, wisst ihr, ich brabbel hier wieder weiter. Es reicht doch auch vielleicht einfach mal nur 2 Minuten kurz was dazu zu sagen und wenn mir gerade nichts mehr dazu einfällt, lasse ich es jetzt einfach dabei. Wie gesagt, raus damit, wenn ihr Ideen habt und wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag wieder mit First Take Uncut, wenn es dann heißt 4. Runde. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Rasmus.